und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich dachte mir heute, warum nicht mal das Ganze live auf Facebook. Ich möchte ein Mini-Album basteln, also ich lade dich ein in meine Kreativwerkstatt und du kannst einfach zuschauen, was ich hier so mache. Ich habe letztens schon mal ein Mini-Album gezeigt, eine ganz einfache Anleitung aus 6x6 Inch Designerpapieren. Dann habe ich eins gemacht in Regenbogenfarben und für Erinnerungen, das habe ich dem Stempelnerd mitgegeben. Der wird am Montag dann die Innenausgestaltung meines Albums machen. Kannst du dir gerne auf seinem YouTube-Kanal ansehen. Aber ich möchte mir jetzt, habe ich gedacht, ein Mini-Album basteln, was ich, ja, habe ich schon eine Weile im Kopf. Ich habe Weihnachten, wir haben im Advent einen Adventskalender gehabt mit Küchenkräutern. Und da habe ich hier, woher auch immer, 24 kleine Samentütchen und Erklärungen zu Küchenkräutern. Violettes Basilikum, Apfelminze, Salbei, koreanische Minze, echter Engelwurz, also mein Namensgeber. Ja, bunte Mischung an Küchenkräutern und die habe ich zum großen Teil schon in meinem Hochbeet stehen. Einige noch in kleinen Töpfchen, die werde ich jetzt vereinzeln müssen, weil die wachsen richtig gut. Manche, da muss ich noch lange gießen und düngen, damit die noch besser rumkommen. Ja, aber ich dachte mir, ich mache mir da ein Album für. Und zwar habe ich gedacht, warum nicht dieses System, so dass ich hier kleine Taschen habe, wo ich zum einen das Samentütchen reintun kann, weil da sind manchmal noch Samen drin, die kann ich ja nächstes Jahr verwenden. Dann habe ich mir gedacht, wenn die so gut wachsen, kann ich ja vielleicht selber Samen züchten fürs nächste Jahr. Ja, und auf die andere Seite dachte ich mir, entweder dieses Kärtchen, aber das wollte ich eigentlich hier noch mit reinstecken, also dieses Erklärungskärtchen, und dann hier auf die Seite praktisch ein Foto von meinem selbst gezüchteten Küchenkraut. Ja, so ist die Idee. Und um das Ganze noch ein bisschen zu toppen, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht in den nächsten Wochen immer mal hier so live ein Stück zeige, wie es mit meinem Album weitergeht. Und vielleicht mit unterschiedlichen Techniken drin arbeite. Und dann gibt es ja im neuen Jahreskatalog dieses tolle Set, Wiesenruhe. Stempelset ist schon richtig schön, aber dafür gibt es auch diese tollen Stanzformen. Und die passen natürlich jetzt wieder super zu meinen Küchenkräutern. Ja, so der Plan. Und wenn du magst, kannst du mir hier immer mal zugucken. Sag mal so, wie ich Lust und Laune habe und fit bin. So 20, 30 Minuten, was ich denn da und wie ich das mit dem Album veranstalte. Ich verlinke unter dem Ganzen dann noch das Video zu der echten Anleitung auf YouTube. Aber das hier ist ja auch eine echte Anleitung. Ja, was brauchst du? Adventskalender sind 24 Blatt, also habe ich mir 24 Designerpapiere ausgesucht und diesmal wirklich alte genommen, fast alles alte und so in Naturtönen. Hier ist schon die grüne Variante, ist auch mal ein neues zwischen. Ja, und die habe ich alle 6x6 Inch sind die, so verwende ich die auch. Und ich werde eine Falzlinie anlegen. Jetzt brauche ich mein Lineal, weil ich habe natürlich alles vergessen. Moment. Und die Falzlinie, hätte ich mir merken können, ist genau bei 2 Inch. Ganz einfach, Papierschneider rüber, Falzlinie beiseite, das Ganze einlegen. Bei 2 Inch siehst du, hier oben sind die Zentimeter, unten die Inch. Falzlinie ziehen, fertig. Und das machen wir mit allen Blättern. Dann habe ich mir so die Reihenfolge sortiert, dass es so lockere Farbverläufe gibt. Dann für das Deckblatt dachte ich mir, nehme ich Farbkarton, Gartengrün, passt natürlich schön vom Namen. Auch wieder vergessen, Mann. In 4x6 Inch. Heute Tag der Vergesslichkeit. 2 Stück und ein Streifen in 2x6 Inch und den habe ich mit einem der Prägefolder schon mal ein bisschen geprägt, weil ich da mal behaupte, da wird die Faser vom Papier etwas aufgebrochen und dann kann ich es leichter wellen. Das wird mein Buch. Und als Deckblätter, wobei ich noch nicht weiß, wie ich das gestalte, das wird sich dann ergeben, 2 Blatt in Grundweiß in den Maßen, mein Lineal, 3,75 Inch mal 5,75 Inch. Jo, soweit bin ich. Und dann lege ich einfach los. So, und dann erzähle ich wahrscheinlich so ein bisschen, weil das mache ich auch, wenn ich alleine arbeite. Das ist nun mal so, im Alter wahrscheinlich. Ja, und kannst zugucken, kannst den Ton ja abschalten, kannst mitbasteln, wie du lustig bist. Okay, dann geht's mal los. Ich habe hier die Falzlinie gefalzt und doppelseitiges Abreißklebeband schon aufgetragen. Und zwar hier quer rüber, oben und unten.
und dann einmal längs komplett. Und jetzt nehme ich das nächste Blatt und setze es einfach deckungsgleich hier drauf. Und damit das genau wird, lege ich es hier drüben an die Außenkante, ja, die Schnittkante praktisch, und lege es deckungsgleich drauf, streiche es fest und dann passt das. Und die Übung ist jetzt ganz einfach, das mache ich mit allen Blättern. Hätte ich natürlich schon vorbereiten können, aber ich wollte, dass du mir über die Schulter schaust. Wenn du meine Videos guckst, dann weißt du, dass ich immer irgendwas suche. Natürlich suche ich auch jetzt wieder irgendwas. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob mein System noch steht. So rum wollte ich das haben, so rum geht es weiter. Einmal hier kurz denken, das ist nicht so einfach. So rum geht das weiter, ja, das passt. Ich habe mehr Grün als Blau in meinem Buch, wobei ich ja natürlich ein absoluter Blau-Fan bin, aber im Garten auf der Erde hast du dann doch, wenn du nicht Kornblumen hast, meistens mehr Grün als Blau. Also hat mein Buch mehr Grün. Ja, das ist jetzt eine ganz einfache Fleißarbeit. 24 Blatt, alle gleich gefalzt bei 2 Inch und dann werden die einfach aufeinander gesetzt. Ich habe das mit dem Facebook Live noch nicht so oft gemacht. Das ist also ein bisschen so wieder so ein Blind Date. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wir ziehen hier einfach tapfer durch. So, ihr könnt ja mal schreiben, ob es funktioniert, falls hier doch jemand zuguckt. Man kann sich das ja auch später anschauen. Und das war ja nur so eine absolut spontane Sache. Dem Motto kam, sah und siegte. Einfach mal anschalten und gucken, was passiert. Ja, falls da denn jemand zuschaut, einfach mal einen kurzen Text. Ich kann diesmal tatsächlich den Text lesen. Ich habe das ja letztens schon mal gemacht, so ein gemeinsames Bastel-Event. Und da hat der Text nicht funktioniert. Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob Text und Ton funktionieren. Naja, ich bin ja geduldig, notfalls gucke ich mir das hinterher an. Und entweder es klappt oder es klappt eben nicht. So, du siehst schon, mein Buch wächst. Und der Vorteil, du hast mit einem Mal kleben hier gleich wunderbare Taschen. Und da wird wohl alles hier schön reinpassen. Natürlich wird das schön dick, das Album, aber wie gesagt, es soll ja ein Sammelsurium werden für meine Küchenkräuter. So, wir sind jetzt schon beim... Oh, jetzt können wir die Farben abfeiern. Das müsste ja das Pfauengrün sein, was es leider nicht mehr gibt. So. Und danach nehmen wir eins ganz neu, ganz frisch in unserem Farbensortiment. Lodengrün. Eine der neuen In-Colors. Und danach auch frisches neues Designerpapier natürlich, klar. Du siehst, ich lege das immer so, dass ich hier die Kanten genau habe. Dann habe ich so der Buchhändler möchte ja immer doch einen ordentlichen Schnitt haben. Den habe ich damit. Was haben wir hier? Ich würde mal sagen, das ist mein geliebtes Waldmoos. Das ist eine meiner Farben, die ich mir zuerst zugelegt habe. Also ganz zuallererst habe ich mir Gartengrün, Chili und Marineblau gekauft, als ich mich mit Stampin' Up infizierte. Genau. Und da ist schon das Gartengrün. Und als nächstes kommt Olivgrün. Das brauchte ich dann auch bald. Und so von Verbrauch ist das eines meiner am meisten benutzten Farben. So, und du siehst, bis hierher habe ich vorgeklebt und ab jetzt müssen wir weiter Fleiß arbeiten. Also hier habe ich mein doppelseitiges Abfestklebeband und das setze ich ganz einfach hier hinten an die Kante und einmal quer rüber an das kleine Stück. Und wer sich jetzt erst reinguckt in das Video, damit entstehen meine einzelnen Taschen. Ich könnte das auch offen lassen, was auch witzig ist. Moment, mal hier sauber falzen. Nächste Seite drauf, was ist das? Grüner, nee, noch nicht grüner Apfel, das müsste Farngrün sein. Hier, damit man nochmal gucken kann, also einmal, so wie ich das jetzt mache, habe ich hier Fächer geklebt.
mit einem Satz. Man könnte die Seiten aber auch locker lassen und dann hat man einfach nochmal ein extra Element im Buch, wo man hier auch noch was ransetzen könnte. Vielleicht hier so ein Bild halbseitig aufkleben oder so. Also man hat noch mehr Möglichkeiten zum Gestalten und das Ganze ist noch ein bisschen lockerer. Aber wir wollen ja hier die Taschen haben, weil du weißt ja, da sollen meine Kräuter rein. So nicht die Kräuter, sondern die Tütchen von den Kräutern und die Informationen dazu. Ich bin ja so vergesslich. Ich habe mir überlegt, ob ich dann mit Schwarz, ich glaube, das sieht bestimmt edel aus, und weiß embossed die Namen der einzelnen Kräuter draufsetze. Und vielleicht noch so ein bisschen so von wegen ab wann in die Erde. Da gibt es ja dieses tolle neue Stempelset. Kreative Tage. Da könnte ich ja dann die Monate gleich mit embossen. Das ist natürlich super. Alles, was ich mit der Hand schreiben muss, geht natürlich schneller. So, ich würde mal sagen, über die Hälfte haben wir schon. 24 Kräuter sollen reinpassen. Da geht noch was. Jetzt sind wir schon bei wieder einer meiner Lieblingsfarben. Du siehst schon, ich habe nur Lieblingsfarben. Das ist in dem Fall grüner Apfel. So, und was kommt oben drauf? Ja, was jetzt müssten, ich vermute, habe ich wahrscheinlich meinen Color Code, aber ich denke, es ist Safrangelb. Ich gehe mal hier in die, ja, würde ich schon sagen. So, drauf damit. Ist Runde. Immer schön an die Ecken. Der Schnitt soll glatt sein. Hinten können wir das alles korrigieren und überdecken mit unserem gewellten Blatt. Weiter geht's. Noch eine Seite. Am meisten Spaß hat ja eigentlich auch gemacht, diese ganzen Farbzusammenstellungen. Im neuen Jahreskatalog ist übrigens vorne die Seite. Ich glaube, das war Osterglocke und das ist Safrangelb, jetzt wo ich das so rum sehe. Da sind die Farben alle aufgeführt. Das Farbspektrum von Stampin' Up. Du kannst übrigens, wenn hier mal was schief gegangen ist, das dadurch gut korrigieren, wenn du vorne an die Ecken legst. Und hinten, wie gesagt, ist ja der Bund drüber, oder der Buchrücken. Und da sieht man das nicht. Ja, da ist vorne auf der Seite 5 oder 6 so ein tolles Farbspektrum, aber nicht beschriftet. Ich habe letztens mal hingesetzt und habe das versucht zu beschriften und bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig gemacht habe. Du kannst dich ja mal dieser Herausforderung stellen und mir eine Mail schicken. Du kannst dir das ja ausdrucken oder frag mich, ich drucke dir das, ich verlinke dir die Seite einfach mal und dann könntest du versuchen, die einzelnen Farben zu beschriften. Und ich bin gespannt, ob wir zum gleichen Ergebnis kommen. Und je mehr Leute das machen, umso sicherer könnte das Ergebnis ja sein. Ja, also da habe ich großes Interesse dran, dass ich das genau beschriftet bekomme. Wie gesagt, mein erster Tippzettel dazu ist schon fertig. Aber ob es richtig ist, man weiß es nicht. So, hier die Ecken. Dann kommen wir langsam dem Ende entgegen. Das ist, glaube ich, also ich hätte ja fast gesagt, es ist, ach, ich denke, es ist Hummelgelb. Hummelgelb habe ich immer nicht so auf dem Plan. Ich glaube, da gibt es keine Stampin' Blends für. Und ich merke immer, je mehr ich koloriere, umso mehr kann ich mit den einzelnen Farben, also kann ich die besser erkennen. Weil man so ein bisschen beim Kolorieren in die Farben eintaucht, finde ich. So geht mir das. Jo, das wird dann ja hier wohl mal eine Runde Zimtbraun sein. Und wir kommen schon zum Braun und das ist recht weit vorne bei meinem Farbspektrum. Also gleich fertig und dann kommt der Umschlag drauf. Und dann schauen wir mal, was wir noch gestalten können. Ich habe keinen Plan, wie ich den Umschlag gestalte, aber jetzt so beim vor mich hinkleben kommen mir dann doch so ein paar nette Ideen. So. Ja, falls hier jemand zuguckt und mir mal kurz eine Rückmeldung geben möchte, ob der Ton in Ordnung ist und das Bild und überhaupt, wäre super. Wer später zuguckt,
kann das aufschreiben. Aber dann habe ich es vielleicht selber schon getestet. So, jetzt haben wir das schöne Espresso. Hier fein oben drauf. Schön gerade. Und was haben wir hier? Savanne. Aber nochmal Klebstreifen. Doppelseitiges Abreißklebeband. Was wäre ich ohne? Ich sehe gerade, das Bild ist etwas schlechter. Das ist das Problem. Deswegen mache ich das mit dem Live nicht so oft. Weil wir haben hier manchmal echt schwaches Internet. Teuer, als ob wir die Kabel gekauft hätten, aber was dann durchkommt, nun ja. So, wir nähern uns dem Ende und haben bald 24 Seiten in unserem Buch, weil du weißt ja, die Kräuter aus meinem Kräuter-Adventskalender. Jo, letzte Seite. Einen haben wir noch. Und Grundgedanke ist mir gerade eingefallen, warum denn nicht? Nee, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich mache erstmal das Buch fertig. Und die Gestaltung dann später. So. Die letzte Seite will ich nicht. Glaubst du es? Jetzt haben wir es. So. Ja, 24 Seiten, schon ist fertig. Also das waren jetzt 15 Minuten Klebearbeit. So sieht es ja auch witzig aus, oder? Mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, so ist es bei mir, wenn ich in der Kreativwerkstatt bin, und da bin ich ja oft, gerade jetzt, wird einfach mal was ausprobiert und du kannst dabei sein. Jo, jetzt kommt das Deckblatt vorne drauf und eins hinten drauf, und die Außengestaltung, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bin mir noch nicht so sicher, vielleicht mache ich die auch ganz zum Schluss, aber das wird erstmal die Abdeckung. Und die habe ich in 4×6 zugeschnitten, dass hier wirklich ganz genau das Buch abgedeckt ist. Das bedeutet jetzt natürlich auch, ich muss sehr sauber draufkleben. So, jetzt setze ich das hier hinten wieder an die Ecken. Das ist gut, ich sehe das klein gewellt, also andersrum. Gut abdecken und hinten glatt streichen. Und vorne genauso. Hier draufsetzen an die Ecken. Jo, falls das Video jetzt schlecht in der Qualität ist, kannst du das alles auf YouTube, auf meinem Kanal Stempelfamilie Angela Köber, nochmal anschauen. So, wie mache ich das mit dem Buchrücken hier hinten? Du siehst ja, ich habe das einmal, das erzähle ich nochmal, durch eine Prägeform gezogen. In dem Fall hatte ich sogar so gewellte Linien, ein bisschen wie Wellpappe. Und dann habe ich es gewellt, ein wenig. Kann man ganz gut mit dem Falzbein machen. Jetzt aber vorsichtig, dass man diese Prägung nicht rauszieht. Und jetzt setze ich links und rechts einfach doppelseitiges Abreißklebeband dran. Schön knapp. Die Frage ist jetzt noch, ich werde da wahrscheinlich noch verschiedene Elemente aufbringen, ob ich das Weiße, das klebe ich einmal drunter. Da wird sicher noch was nachkommen, aber das ist schon mal der Anfang. Den klebe ich hier drunter. Die sind zugeschnitten in 3/4 Inch mal 5/3 Inch. Die setze ich da einfach mal schon drauf, dass die unter dem Buchrücken sind. Ja, von der Bindung her. Mal so ein bisschen Gestaltungsidee. Ja, wenn ich einmal doppelseitiges Abreißklebeband auf dem Tisch habe, dann muss das jetzt dauerhaft benutzt werden. Ich habe ja eine Mattung von 1/4 Inch. Den setze ich mir gedanklich hier mal so ein bisschen hin. Setze oben an, weil ich nicht schieben kann, und das passt. Und das mache ich auf der Rückseite genauso. Dann kommt mein Buchrücken drauf und dann überlege ich mir, wie ich das weiter gestalte. So, Buchrücken, doppelseitiges Abreißklebeband, einmal drum gelegt und geschaut. Ich will hier hinten wirklich Luft haben, damit ich das gut blättern kann, und ich gehe davon aus, du weißt ja jetzt, was ich reinpacken möchte, dass da auch wirklich einiges zu verstauen ist, und da kann das ruhig ein bisschen luftig sein. Ich setze das also hier so etwa mit 1 Zentimeter oben und unten gerade drauf.
also auf 1 cm geklebt, und das Ganze mache ich hinten auch. So, da ist es nicht ganz so leicht zu passen, weil man muss es ja sehen, aber wir schaffen das, wir kennen uns. Da oben habe ich in etwa 1 cm und hier unten habe ich auch, und dann wird es angedrückt, eine Falte draus rausgestrichen, aber zum Glück hinten. So, oder haben wir sie vorne, aber ist egal. So, du siehst, fertig ist mein 24-seitiges Buch, was eben nicht nur ein Buch ist, sondern auch ein Sammelsurium. Hier klebt schon der Klebestreifen. Hier sind die Samentütchen. Hier vorne, da klebe ich auch gleich noch fest, mache ich gleich noch. So, geht der Ärger schon los. Einmal versäumt und dann das. Aber wir können das ja locker nacharbeiten. Und dann habe ich durch die 24 Designerpapiere 24 Felder und 24 Fächer und kann dann richtig gut bunt ausgestalten. Vor allem bunt, also hier kommt schon mal das Samentütchen rein. Die Winterheckenzwiebel, die wächst unten schon richtig gut. Ja, ich überlege dann, ob ich das hier reinklebe, aber schöner finde ich es eigentlich, muss mal gucken, also mit eigenen Fotos. Also könnte es sein, dass ich das hier drüben hinklebe. Oh, ich glaube, das wird cool. Das klebe ich hier hin, wobei man auf der Rückseite lesen muss. Also das überlege ich mir noch. Aber wir haben ja auch Zeit. Es rennt ja nichts weg und die Hälfte der Kräuter sind aufgegangen. Einige ernte ich schon, also am Dill bin ich ganz begeistert in meinem Salat. Ja, hier dann das Foto hin und Informationen ringsrum. Titel steht ja hier wunderbar schön, das nutze ich gleich. Ja, das denkt sie noch eine Weile, wie sie das gestaltet. Aber du kannst gespannt sein, und wenn du Freude dran hast, werde ich das hier immer mal so live zeigen, weil ob ich nur die Kamera an habe oder aus habe, ist ja mal egal. Ja, du siehst, 24 Fächer in ein Album, keine 20 Minuten, fertig ist das. Ja, wenn du Lust hast, einfach nachbasteln. Es gibt auch eine Anleitung auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de, ist auch unter dem Video verlinkt. Und dann sage ich mal viel Freude beim Nachbasteln. Und weitere Anleitungen findest du auch auf meinem Blog und natürlich auf meinem YouTube-Kanal Stempelfamilie Angela Köber. Ja, such einfach und gib mir eine Rückmeldung, ob dir das gefallen hat und ob du das öfter haben möchtest. Nun wünsche ich dir kreative Zeiten und vielleicht bis demnächst. Deine Angela von der Stempelfamilie.